Auch heute Abend möchte ich jeden ganz herzlich willkommen heißen, im Namen Jesu begrüßen. Ich freue mich, dass wir diese letzte Abendstunde dieser Abendversammlung hier haben können. Wenn wir auf diese Woche zurückschauen, müssen wir wirklich sagen, der Herr hat Gebete erhört, hat uns gesegnet, mich persönlich gesegnet und ich bin dem Herrn dafür dankbar. Ich glaube, dass es euch auch so geht und falls jemand vielleicht heute zum ersten Mal hier in diesem Raum jetzt ist, wir freuen uns über einen jeden, der gekommen ist und wünschen, dass Gott uns persönlich durch sein Wort ansprechen würde, dass wir seine Nähe, seine Gegenwart aufs Neue verspüren würden. Lasst uns gemeinsam ein Lied singen, aus den Liederbüchern Nummer 236 bitte. 236. Das Lied Mehr lieben möchte ich dich, hör mein Gebet. 236 bitte. Ich möchte noch mal kurz die Bekanntmachungen wiederholen. Viele kennen die vielleicht schon, aber falls jemand die noch nicht gehört hat. Morgen früh um 8 Uhr bis mittags haben wir hier einige Stunden für Männer. Das meint verheiratete Männer oder auch jugendliche Jungs sind dazu herzlich eingeladen. Allerdings ist das eine Männerstunde, so die Frauen, die Schwestern dürfen
diesmal zu Hause bleiben. Wir wollen hier um 8 Uhr mit einem Frühstück anfangen und werden dann noch zwei besondere Themen, die uns Männer angehen, durch die Brüder hören. Ich freue mich darauf. Morgen nachmittags um 4:30 beginnt hier eigentlich das Treffen mit der Jugend. Erst wird Gelegenheit sein, um ein bisschen Ball zu spielen oder was immer. Und dann wollen wir ein gemeinsames Abendbrot hier haben. Und danach um 7 Uhr werden wir hier im Raum eine Jugendstunde haben. Am kommenden Sonntag, also übermorgen, haben wir hier morgens wie gewöhnlich um 9 Uhr unseren Gottesdienst, also die Einleitung und danach die Botschaft. Die Brüder sind noch in unserer Mitte und werden uns auch noch am Wort dienen. Ich möchte natürlich ganz herzlich jeden einladen, wem es möglich ist, wer kommen kann, um auch an diesem Tag hier mit beizuwohnen. Soweit die Bekanntmachung. Jetzt möchte ich bitten, dass der Chor nach vorne kommt.
Ich möchte noch kurz einige Abschiedsworte aussprechen. Wir haben ja in diesen Tagen hier Geschwister aus Argentinien gehabt. Einige sind schon abgereist und morgen früh planen auch wiederum mehrere hier morgens früh loszufahren. Geschwister Manfredo, Günther, die bleiben noch länger hier. Wir freuen uns darüber. Sie planen von hier einige Tage oder Wochen später noch nach Mexiko zu reisen, weil der Bruder dort Versammlungen halten soll. So, wir freuen uns, dass ihr noch hier bleibt. Aber soweit wie ich weiß, all die anderen machen sich morgen auf die lange Reise. Und wir möchten euch Gottes Geleit, Gottes Schutz und Segen auch für eure Rückreise wünschen. Geschwister aus Br, Geschwister Adolfo, Günther und wer immer noch mitfährt, Gott segne euch. Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Wir wünschen euch Gottes Schutz und Reise, Gottes Schutz auf der Reise und ebenso auch Geschwister Lehmann aus Dugrati, aus dem Chaco Argentiniens. Schön, dass ihr hier wart und Gott segne euch. Wir beten besonders auch für euch und wünschen so gerne, dass Gott sein Werk hier, aber auch in allen anderen Ländern, auch in ganz Südamerika, bauen könnte. Ich möchte auch Grüße mitgeben, einmal an Br, an die Geschwister dort in Br und auch in Dugrati. Wen immer ihr trifft, wer fragt, gebt herzliche Grüße mit. Gott segne euch und wir beten für euch und hoffentlich können wir uns bald irgendwo wiedersehen, dem Herrn befohlen. Wir werden jetzt als nächstes ein Mädchenlied hören. Nach dem Mädchenlied wird das Bibelwort vorgelesen, mit uns gebetet und danach ein Duett. Erst das Lied, danach das Schriftwort und später das Duett, bitte.
Vamos a leer Apocalipsis 2, de 1 a verso 2. Apocalipsis 2, de 1 hasta verso 7. Offenbarung 2 von 1 bis 7. Escribe el ángel de la iglesia de Efeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y nada en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, si tienes a tu favor que odias a los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también odio. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A los que salgan vencedores le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a levantarnos para orar. Padre Santo, te damos la gracia por esta noche, Señor. Te damos la gracia que pudimos estos días de la semana escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos de todo corazón que hoy en la noche ayudes al hermano que va a traer tu palabra, Señor. Que lo ayudes, que puede sacar las palabras que tú realmente quieres que nosotros oigamos, o lo que nosotros realmente necesitamos de todo corazón. Te pido muy en especial que nos ayudes a nosotros también oír y obedecer tu palabra. Señor, te pido que a cada uno de nosotros que nos encontramos reunidos hoy en la noche aquí, que nos abres nuestros corazones y que nos hables directamente, personalmente a cada uno de nosotros. Te pido todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Frieden, den die Welt nicht geben kann. Frieden, wann erfüllst du mein Herz. Frieden, der mein Sinnen stillen kann, in dieser Welt voll Schmerz. Frieden, der allein nur Jesus geben kann. Frieden, der in Trübsal auch bestehen kann. Frieden gibt dir in eines müde Herz. Jesus ist der Weg für dich.
Freude, die die Welt nicht geben kann. Freude, wenn erfüllst du mein Herz. Freude, die nicht mehr vergehen kann. Wann heilest du den Schmerz? Freude, die allein nur Jesus geben kann. Freude, die in Trübsal auch bestehen kann. Freude gibt dir hinein ins müde Herz. Jesus ist der Weg für dich. Liebe, die die Welt nicht geben kann. Liebe, wann erfüllst du mein Herz? Liebe, die mein Leben ändern kann. Komm in mein schwaches Herz. Liebe, dir allein nur Jesus geben kann. Liebe, die in Trübsal auch bestehen kann. Liebe gibt dir hinein ins müde Herz. Jesus ist der Weg für dich. Bruder Steven hat bereits schon gesagt, dass wir hier gesegnete Stunden hatten. Die Woche hindurch, eigentlich schon angefangen mit letzten Samstag, dann Sonntag und die Woche hindurch. Aber ihr Lieben, ich glaube, wir alle sind vielleicht ein bisschen müde geworden. Ich denke, das sehen wir sogar, indem manche heute Abend vielleicht nicht hier sind. Ihr Lieben, ich glaube, manche sind eben schon müde. Wenn man den ganzen Tag hier ist und dann noch abends und Tag für Tag, es kann für einen und den anderen vielleicht ein bisschen zu schwer werden. Und so möchte ich versuchen, mich heute Abend etwas kürzer zu fassen. Wie gesagt, ich weiß, wir sind alle müde, aber ich möchte uns ein Wort ans Herz bringen, das für uns eine besondere Bedeutung hat. Aus diesem bereits verlesenen Abschnitt Offenbarung 20 lese ich noch einmal Vers 4. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir alle wissen, dass wenn wir irgendein Feuer angezündet haben, wenn wir nicht von Zeit zu Zeit Brennmaterial rauflegen, wird es irgendwann nach einer gewissen Zeit erlöschen. Ich glaube, morgen wollen die jungen Leute hier ein Churrasco haben. Ihr Lieben, der Anfang mag gut sein, aber wenn wir von Zeit zu Zeit nicht etwas rauflegen, geht das Feuer langsam aus. Wir müssen von Zeit zu Zeit etwas nachlegen. Eine Lampe, obwohl voll mit Öl, nach und nach wird sie erlöschen. Ihr Lieben, so war es auch mit den 10 Jungfrauen. Und ihr Lieben, gerade die Begebenheit, von der Jesus Christus selbst spricht, können wir mit dieser Gemeinde verbinden. Denn ihr Lieben, Jesus spricht da von Jungfrauen. Ihr Lieben, er spricht nicht von der Welt. Die Welt nennt man nicht eine Jungfrau. Dies waren Menschen, die irgendwann den Herrn erlebt haben. Dies waren Menschen, die dem Herrn entgegengegangen sind und haben gewartet, dass er wiederkommen möchte. Aber indem er verzog, ähnlich wie bereits schon sagte, sind auch sie müde geworden.
und haben irgendwie nicht darauf geachtet, dass auf einmal das Öl in ihrer Lampen fast alle wurde. Und als dann das Geschrei kam, der Bräutigam kommt, da versuchen sie, ihre Lampen anzuzünden, dass sie hell brennen, und sie gehen aus. Und sie wenden sich an die 5 klugen Jungfrauen und fragen, könntet ihr uns etwas geben? Und sie sagen, nein, wir haben für uns. Ihr Lieben, auch das will uns etwas sagen, das Heil kann nicht von einem zum anderen verlegt werden. Es ist eine ganz persönliche Sache, die du und ich erleben oder nicht erlebt haben. Aber niemand kann uns das schenken. Dass jemand vielleicht sagt, vielleicht unser Vater oder Mutter, ich werde dir mein Heil geben, geht eben nicht. Ihr Lieben, es geht auch nicht, dass wir für einen und den anderen hier an dieser Stätte Buße tun. Vor Jahren habe ich öfters gesagt, wenn das gehen würde, ihr Lieben, so müde ich auch bin, würde ich stundenlang hier auf meine Knie beten und für einen und den anderen Buße tun. Aber das schafft nicht. Jeder muss eben für sich selbst. Und so sehen wir, dass eben nur die 5 klugen Jungfrauen, die einen Vorrat hatten, waren in Wirklichkeit bereit, als der Herr erschien. Und ich empfinde, ihr Lieben, dass auch in unserer Zeit, vielleicht auch gerade hier, manch ein Herz am Erlöschen ist. Wir sind irgendwie im Gottdienen müde geworden. Gottes Wort spricht von müden Knie, lässige Hände. Und Gottes Wort will uns ermutigen und sagt, richtet dich wieder auf. Werdet noch einmal mutig und dient Gott von ganzem Herzen. Ihr Lieben, eine Gemeinde, die sich in der gleichen Lage befindet, finden wir hier in Offenbarung 2. Der Herr sendet einen Brief zum Prediger der Gemeinde. Und er sagt, er, der die 7 Sterne hält, wandelt mitten unter den Gemeinden. Ihr Lieben, in Wirklichkeit meint das, er hält in Wirklichkeit alle seine Boten in seiner Hand. 7 ist eine vollkommene Zahl und so wird die hier gebraucht. Aber was wir hier beachten müssen ist, wenn er unter den Gemeinden wandelt, ist ihm in Wirklichkeit alles bekannt. Ihr Lieben, er hört jedes Wort, das gesprochen wird. Er weiß um jede Tat, die wir getan haben. Wir können nichts vor ihm verbergen. Er wandelt mitten unter den Gemeinden. Und so kennt er uns wie ein aufgeschlagenes Buch. Er weiß, wer wir sind. Er weiß, wie wir sind. Er sagt hier von dieser Gemeinde, ich weiß deine Werke. Seine Augen sehen in Wirklichkeit alles. Da ist absolut nichts verborgen. Seine Ohren hören alles. Auch das, was euer Prediger nicht hört. Er, ihr Lieben, hört es. Er möchte uns zum Guten zurückhelfen. Zuerst kommt ein Lob. Ihr Lieben, er möchte in Wirklichkeit das Gute bei uns sehen. Gottes Wort sagt, er ist nicht gekommen zu richten oder zu verdammen, er ist gekommen zu erretten, zu erlösen. Er hat kein Gefallen am Tode des Sünders. Ihr Lieben, er möchte gerne sehen, dass ein jeder sich zur Buße kehrt. Und so bringt er erst das Positive hervor. Und so lässt er auch noch den Leuchter stehen. Ihr Lieben, er hat Geduld mit uns. Ich denke an meinen jungen Jahren zurück. Ich habe es den jungen Leuten erzählt. Ich war in irgendeiner anderen Benennung, werde keinen Namen nennen.
Und man hat mich überredet, zum Kino zu gehen. Ich wusste, ich sollte nicht gehen. Unsere Eltern haben uns das beigebracht. Und das erste Mal war es, als ob das Dach auf mich zusammenfällt. Und ihr Lieben, als ich nach Hause kam, beugte ich meine Knie und bat Gott, mein Gott, vergib mir. Aber vielleicht 2, 3 Wochen später war ich wieder da. Wieder meine Knie gebeugt, mein Gott, vergib mir. Und 2, 3 Wochen später wieder. Ihr Lieben, bis ich den Herrn wirklich von ganzem Herzen erlebt habe und er mich davon befreit und erlöst hat. Und nun darf ich sagen, ich bin frei. Ihr Lieben, oft wird es sein, dass er vielleicht in unserem Leben uns irgendwie durch vielleicht andere Leute warnt. Vielleicht weist er uns irgendwie zurück. Oder er schickt Schicksalsschläge unseren Weg, damit wir irgendwie zum Nachdenken kommen. Ihr Lieben, das hat er auch hier versucht. Er wollte ihnen unbedingt helfen. Und wie gesagt, sie hatten manches, das lobenswert war. Diese Gemeinde hat viel gearbeitet. Ich will annehmen, sie haben versucht, hier und da und wo sie konnten, Menschen zur Gemeinde hinzuzuführen. Sie wollten sehen, dass ihre Gemeinde wächst. Jesus sagt, sie haben Geduld. Geduld mit solchen, die vielleicht etwas anders denken, vielleicht mit den Schwachen. Und ihr Lieben, ich möchte ganz kurz da stehen bleiben, haben wir. Ich möchte versuchen, uns das zu zeigen. Es war in Nordamerika, ich nenne keinen Ort, eine etwas größere Gemeinde. Die Besucher waren alle irgendwie sehr vornehme Leute, Schlips und Kragen. Und jeder saß so an seinem Ort. Und auf einmal kommt ein Gammler hinein. Zerfetzte Hosen, zerfetztes Hemd. Und er kommt weiter und weiter und weiter und setzt sich ungefähr gerade dort vorne hin. Und alles wird absolut still. Was wird jetzt? Und dann steht ein älterer Herr auf mit einem sehr schönen Anzug. Er soll ein Diakon gewesen sein und er geht nach vorne, setzt sich neben dem jungen Mann hin, legt seinen Arm um ihn und sagt, du bist uns herzlich willkommen. Ihr Lieben, so müsste es sein. Er war ganz anders angezogen als sie alle. Aber meint das, dass er dann nicht kommen darf? Ihr Lieben, ich glaube, dass diese Gemeinde das auch getan hat. Weiter sagt er, sie konnten die Bösen nicht leiden. Sie haben keine Sünde erlaubt. Du duldest keine absichtliche Sünde, die irgendwie versuchen, die Welt in die Gemeinde hineinzubringen. Du hast versucht, dies oder sagen, sie sind Propheten und hast sie bloßgestellt. Ihr Lieben, diese Leute hatten, was so viele Menschen heute haben möchten, Unterscheidungsvermögen. Sie konnten durchschauen, sie konnten dir sagen, ob die Predigt biblisch ist oder nicht. Und ich will annehmen, dass sie vielleicht auch dort saßen und haben sehr genau und vielleicht sogar kritisch zugehört. Sie haben solche als Sünder gestempelt, die nicht aufrichtig lebten, ähnlich wie Petrus es einmal mit Ananias und Sapphira machte. Ihr Lieben, diese Leute hatten ebenso manches. Er sagt, du verträgst, du hast Geduld, du arbeitest. Und er sagt, du bist nicht müde geworden. Du hast die Werke der Nikolaiten, die damals versuchten, Hurerei in das Volk Israel hineinzubringen. All das, ihr Lieben, hatte diese Gemeinde und wir könnten fragen und vielleicht haben Sie auch gefragt, als Sie diesen Brief bekamen, Herr,
All dieses haben wir getan. Ist das nicht genug? Ihr Lieben, vielleicht empfinden wir auch so. Ich weiß, ihr habt furchtbar schwer gearbeitet. Und das ist gut. Ihr habt eine wunderschöne Kirche. Aber ihr Lieben, das in sich selbst ist noch nicht genug. Da ist dieses, doch habe ich wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und darum, ihr Lieben, diese Frage, die uns beschäftigen soll, brennt die erste Liebe heiß in uns, in dir und in mir. Wir fragen uns, wie konnte das überhaupt werden? Ihr Lieben, haben Sie sich zu viel mit all den anderen Dingen beschäftigt, vielleicht sogar in der Gemeinde? Und ihr Lieben, wiederum, die Dinge waren nicht verkehrt. Aber wenn Sie so viel Betrieb haben, dass Sie eben für den Herrn keine Zeit mehr haben, ihr Lieben, dann ist es verkehrt, auch wenn Sie in der Kirche arbeiten. Wir müssen Zeit für den Herrn nehmen. Er möchte, dass wir ihn lieben. Sie haben sich beschäftigt, andere zu tragen, andere bloßzustellen. Aber sie haben irgendwie unterlassen, neues Brennmaterial auf dieses Feuer zu legen. Und langsam aber sicher ging die Flamme aus, so dass Jesus sagen muss, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße. Ihr Lieben, nicht, dass Sie in große offensichtliche Sünden fielen. Sie sind dann nicht zu anderen Frauen gegangen oder haben getrunken oder haben wer weiß was gemacht. Nein, nicht das. Aber sie haben ihre eigene Seele vernachlässigt, indem sie eben mit anderen Dingen so beschäftigt waren, dass sie für ihre eigene Seele wenig oder keine Zeit hatten. Und darum, ihr Lieben, kam es. Oh, ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass sie Gott dienen wollten. Sie waren doch sehr beschäftigt. Aber ihr Lieben, wenn wir Wasser aus einem Teich schöpfen und da kommt kein Zustrom zu diesem Teich, dieser Teich wird sehr bald austrocknen. Da muss irgendwie ein Zustrom kommen. Und so genau mit unserer Liebe. Was war es, das ihnen fehlte? Nun, Gottes Wort sagt, dass ihnen die erste Liebe verloren gegangen ist. Wir könnten das noch anders zeigen, ihr Lieben, sie haben ihre Freude in Gott verloren. Ich möchte das aus Galater 4 uns vorlesen. Galater 4, Vers 15. Hier schreibt Paulus an diese Gemeinde und sagt, wie waret ihr dazu mal so selig? Ich bin euer Zeuge, dass wenn es möglich gewesen wäre, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Merken wir jetzt, bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Ihr Lieben, wie hat sich das in ihrem Leben verändert? Einmal so freudig, so dabei, diese erste Liebe war brennend. Paulus sagt, sie hätten ihre Augen ausgerissen und ihm gegeben. Und auf einmal betrachten sie ihn als ein Feind. Die erste Liebe, ihr Lieben, ist ihnen verloren gegangen. Die war eben nicht mehr. Oh, ihr Lieben, ich glaube, sie liebten ihn noch, aber nicht von ganzem Herzen. In Matthäus 22 lesen wir, Matthäus 22, die Verse 35 bis 40. Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach, Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst deinen Gott
deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten zusammen. Ihr Lieben, sehen wir, was Jesus sagt? Ich will annehmen, diese Gemeinde fragte, Herr, war das nicht genug? Du selbst hast doch all diese Taten aufgezählt. Rechnest du das nicht an? Anerkennst du das nicht? Und ich glaube, ich werde gesagt haben, ja, ihr Lieben, ich anerkenne es schon. Aber ihr habt eure erste Liebe zu mir verloren. Ihr liebt mich eben nicht mehr so, wie es einmal war. Unser Verhältnis ist anders geworden. Da ist irgendwie kein persönlicher Umgang mehr. Das ist alles irgendwie so mechanisch geworden. Die Gemeinschaft ist irgendwie nicht mehr da. Und ihr Lieben, wenn wir all das tun, aber keine Liebe mehr in uns haben oder dass die Liebe uns verloren gegangen ist, dann nützt uns das alles nicht. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 13, ich lese nur die Verse 1 bis 3. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Ihr Lieben, können wir das sehen? Paulus sagt, und wenn ich all meine Habe nehme und gebe es den Armen und dann sogar meinen Leib verbrennen lasse, wenn es nicht aus Liebe zum Herrn ist, ist es umsonst. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie viel wir hier von ISIS und Al-Qaida hören. Diese Terroristen, ihr Lieben, sie geben auch ihr Leben dahin. Sie gehen unter das Volk, haben irgendwo heimlich eine kleine Bombe und dann drücken sie ab. Sie auch gehen in die Luft. Aber sie empfinden, sie haben alle einen Gefallen getan. Ihr Lieben, das ist nicht aus Liebe zu Gott. Sie sind mit Hass erfüllt. Das bringt ihnen absolut nichts ein. Es ist in Wirklichkeit umsonst. Und darum, ihr Lieben, hätte diese Gemeinde fragen können, die Korinther hätten fragen können, wenn wir all das tun, ist das wirklich nicht genug? Und Paulus würde sagen, nein, es ist nicht genug. Die erste Liebe fehlt. Ihr Lieben, ich möchte versuchen, uns dieses an einer Begebenheit zu zeigen. Es war ein Vater, hatte ein ziemlich großes Geschäft. Folgedessen ist er fast jeden Tag, fast vor Sonnenaufgang aus dem Haus zum Geschäft hin. Spät abends kam er wieder, hat Abendbrot gegessen, sich vielleicht noch gewaschen, ging ins Bett, nächsten Tag wieder. Eines Tages geht seine Tochter zu ihm und sagt, Papa, ich kann das nicht mehr ertragen. Du gehst früh morgens weg, kommst spät abends nach Hause, ich sehe dich kaum mehr. Und er sagt, oh Kind, nicht so schlimm, weißt du, wir werden am Samstag fahren, ich kaufe dir einen ganz neuen Wagen. Worauf sie antwortete, Papa, ich will nicht deinen Wagen, ich will dich. Ich möchte wissen, dass du etwas um mich gibst, dass du mich lieb hast, dass wir uns zusammen hinsetzen können, vielleicht zusammen einen Kaffee trinken,
miteinander erzählen und dass du fragst, wie geht es mir in meinem Leben, aber du hast keine Zeit für mich. Behalt dein Wagen. Ich will dich haben als Vater. Ein Vater, der mich liebt. Und ihr Lieben, genauso spricht der Herr. Wir können all diese Dinge für ihn tun und noch viel mehr. Und er wird sagen, wenn ihr mich nicht von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüte liebt, ist all das andere nebensächlich. Ihr Lieben, er hat den Himmelsthron, die Herrlichkeit, um unsretwillen verlassen. Ich zitiere oft den Vers, der hat mir irgendwie so viel zu sagen. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Das hat er um unsretwillen verlassen, ist ans Kreuz gegangen als ein Sünder, als ein Verbrecher und nahm unsere Schuld auf sich. Und wir wollen jetzt vielleicht mit einer halben Liebe ihn irgendwie abfertigen. Ihr Lieben, das ist eine Beleidigung Gott gegenüber. Er hat alles für uns gegeben. Mehr konnte er nicht. Und jetzt erwartet er von uns, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Wiederum ist es Paulus, der an die Korinther schreibt, 1. Korinther 16, Vers 14. Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Merken wir, was er sagt? Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Denn wenn sie nicht aus Liebe geschehen, ist es umsonst. Ihr Lieben, es muss aus Liebe geschehen. Was für einen Rat gibt der Herr hier dieser Gemeinde? Er sagt, tue Buße. Es wird nicht von alleine besser. Und ihr Lieben, wir können auch nicht irgendwie meinen, ich werde versuchen, ihn irgendwie mehr zu lieben. Ihr Lieben, wenn diese erste Liebe uns verloren gegangen ist, wir können sie uns nicht geben. Denn Gottes Wort sagt, er hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Diese Liebe kommt von ihm. Die können wir uns selbst nicht schenken. Und darum, wenn wir irgendwie merken, dass wir ihn nicht von ganzem Herzen lieben, ihr Lieben, er möchte so gerne uns diese Liebe wieder schenken. Ein neues Verhältnis mit ihm aufnehmen. Darf ich es so sagen? Wieder den Herrn lieb gewinnen. Ich möchte uns das zeigen. Als wir an einem Ort Predigtdienst hatten, kam eines Tages eine Frau und sie erzählte mir, ich habe ein Verhältnis gehabt, also die Sache ist aus. Ich sage, will dein Mann davon? Nein, das eigentlich nicht, aber was soll ich noch? Ich sage, weißt du, nicht so schnell. Wir haben eine Zeit abgemacht, wo beide kamen. Ich habe sie eine Zeit sprechen lassen, einer hat das vorgehalten, der andere das. Und als sie so fertig waren, habe ich jedem einen Bogen Papier hingeschoben mit einem Kugelschreiber und ich sage, schreibt jetzt auf, was euch bei dem anderen gefällt. Und sie fingen an zu schreiben. Sie gaben diese Bogen Papier mir, ich schaute die an und ich wechselte das aus, gab dieser Bogen Papier dem anderen zu lesen und ich sage, schau, das ist, was er von dir hält. Er liebt dich. Und du sagst, du liebst ihn. Warum nicht einmal wieder anfangen? Miteinander in Liebe. Ihr Lieben, das sind etwa 33 Jahre zurück, die sind heute noch zusammen. Sie haben einen neuen Anfang gemacht,
gegründet auf der Liebe. Und ihr Lieben, das ist das, was wir in Wirklichkeit mit dem Herrn tun sollten. Er sagt, tue die ersten Werke, die du mal getan hast, dass du wieder diesen Eifer hast, dass du wieder anfängst zu beten, dass wir miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Dankeschön. Ihr seid sehr behilflich. Ihr Lieben, der Herr möchte so gern mit uns einen neuen Anfang machen, wo er sagt, lasst uns doch wieder einander lieben. Liebe mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, denn ich habe doch alles für dich dahingegeben. Und ihr Lieben, wenn wir so vor den Herrn kommen, Tatsache ist, er wird uns unsere Sünden vergeben. Vielleicht sagst du, ja, wieso Sünde? Ist doch nur, dass ich ihn nicht mehr so liebe, wie ich einmal hatte. Ich sagte schon zur Jugend, wir sprechen manchmal gerne von großen Sünden und kleinen Sünden. Ihr Lieben, wenn wir daran denken, dass Jesus sagt, das allervornehmste Gebot ist, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Gemüt. Und wenn wir das nicht tun, dann verstoßen wir gegen das allergrößte Gebot. Wir haben uns an Gott versündigt. Und darum sagt Jesus hier zu dieser Gemeinde, tue Buße, tue die ersten Werke. Lasst uns noch einmal einen Anfang machen, dass ich mit dir durchs Leben gehe. Ihr Lieben, wir haben da ein sehr treffliches Wort in Johannes 21. Ich lese die Verse 15 bis 17. Die sind uns bekannt. Sobald ich anfange zu lesen, werdet ihr wissen, was da kommt. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm, Simon Jona, hast du mich lieb? Er spricht, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Ihr Lieben, wie wäre es, wenn Jesus heute Abend einen jeden von uns fragen würde, sag mal, hast du mich lieb? Und wir würden sagen, oh ja, Herr, ich habe dich lieb. Und er würde wieder fragen, sag mal, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er fragt zum dritten Mal, hast du mich wirklich lieb? Und jetzt nach dem Wort, das er da gesagt hat, liebst du mich wirklich von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Gemüt? Ihr Lieben, wenn wir ihn nicht so lieben, dann ist alles, was wir tun, umsonst. Bringt uns absolut nichts angesichts der Ewigkeit ein. Wir werden verlorene Menschen sein. Wir müssen ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt lieben. Und wenn du das weißt, dass du ihn nicht so liebst, nicht über alles liebst, würdest du nicht mit ihm heute einen neuen Anfang machen wollen? Wir werden das Lied an der Nummer 154 singen und möchten dir damit eine Gelegenheit geben, wenn du festgestellt hast, dass deine erste Liebe erkaltet ist. Komm doch heute Abend, dass er sie erneuern möchte. 154 bitte.
Wir stehen auf zum Singen des Liedes, bitte. Oftmals am Mittag und Abend und in der Stille der Nacht mahnt dich dein liebender Heiland, der gerne selig dich macht. Willst du der Stimme nicht schachten? Meint es doch Jesus so gut. Er hat den Sünder erworben, Frieden und Ruhe durch sein Blut. Dort will ich mir nicht achten, meint es doch Jesus so gut. Er hat den Sünder erworben, Frieden und Ruhe durch sein Blut. Ihr Lieben, ich werde uns nicht lange aufhalten, aber wenn da etwas in deinem Leben ist, das du mehr liebst als den Herrn, dann stehst du nicht recht vor Gott und du wirst einmal verloren gehen. Das ist laut Gottes Wort ganz klar. Ich sprach zur Jugend und sagte, Leute nehmen oft den Herrn in ihrem Herzen auf, aber dann haben sie einen Teil des Herzens, die Tür schließen sie ab und sagen, Herr, da darfst du nicht hinein. Vielleicht hast du auch solch eine Tür. Da ist vielleicht die Flasche, da sind vielleicht die Zigaretten, da ist vielleicht ein loses Leben. Was immer es sein mag, wenn das da ist, bist du in Wirklichkeit schon verloren. Du bist ohne Gott in der Welt. Darum kann wir die nächsten Verse singen, wenn du weißt, dass diese erste Liebe dir verloren gegangen ist. Er möchte sie dir heute aufs Neue schenken. Vers 2. Ist dein Leben zu Ende? Du gehst zur Ewigkeit lang. Wenn du die Welt hier verlassen, du wirst selig anschauen. Dort zu dem Ort der Erlösung.
dass wir auch heute Abend hier zusammenkommen durften. Wir sind dir dankbar, Herr, für die Lieder, die wir hören durften, für die Lieder, die wir singen durften, aber auch für dein Wort, dass du uns durch dein Wort eine Gemeinde gezeigt hast, die viel Tätigkeit hatte, aber dann irgendwie ihre erste Liebe verloren hat. Auch hier sollte einer oder der andere hier sein. Und er weiß, dass diese erste Liebe ihm verloren gegangen ist. Rede doch in diesen wenigen Minuten noch zu ihm. Lass ihn erkennen, dass du es bist, der an seine Herzenstür klopft. Du bist es, der ihn einladet, Buße zu tun. Und hier, dass noch niemand von hier hinausgehen möchte, ohne diese Gewissheit, er ist dein Eigentum. Herr, lass uns jetzt mit deinem Segen bewahre einen jeden auf dem Weg und wir wollen dir herzlich danken. Amen. Amen. Wir werden den letzten Vers singen. Solltest du irgendwie empfinden, dass du Hilfe bei Gott brauchst, wegen irgendeiner Sache, du hast irgendwie nicht diese Gewissheit, hast nicht diese Freude, komm, indem wir den letzten Vers singen. Wir haben hier den dritten Vers, wo es sagt, wenn du die Gnade verachtest, wird immer härter dein Herz und endlich wird deine Losung ewiger Jammer und Schmerz. Ich möchte doch, dass wir den Vers noch singen. Gebe damit noch eine Gelegenheit, wenn du weißt, dass du Hilfe bei Gott brauchst. Komm, indem wir den dritten Vers singen. Okay.